Und damit herzlich willkommen zurück bei Staffel 2 von Taskmaster. Wir befinden uns mitten im zweiten Teil unseres diesjährigen Team-Task und ein Team haben wir schon gesehen und dementsprechend müssten wir noch ein zweites haben, oder? Genau, und zwar in diesem Fall Patrick, Katharina und Marco. Und wie die sich angestellt haben, sehen wir jetzt. Die Dame sieht natürlich zuerst. Guckst du dir an. Und so. Herzbube. Herzkönig. Herzass. Der Korb darf seinen Platz nicht verlassen. Zieh diese Augenbinde so auf, dass du nichts mehr siehst. Oh, ein bisschen unangenehm, aber... Katharina, mach die Task auf! Ich höre nichts mehr. Du musst nicken. Du musst an diesem Ort bleiben. Sage der letzten Person, dass sie ihre Task öffnen soll. Aufmachen! S. Patrick, geradeaus laufen. Den Korb mitnehmen, Patrick. Wieder zurück. Weiter links. Wo ist denn der scheiß Korb? Ich hab den Korb! Den Korb mitnehmen. Der darf seinen Platz nicht verlassen! Aufmachen. Und was rausnehmen. Irgendwas rausnehmen. Und das Essen. Das ist ein Granatapfel. Ich darf mich noch bewegen, ne? Das Beste rausgesucht, ey. Muss ich das nicht komplett essen? Patrick, weiter geradeaus. Weiter nach vorne laufen. Und noch viel weiter. Bisschen links. Genau, und geradeaus. Sehr gut. Prima machst du das. Und stopp. Okay, du musst wieder zurück, Patrick. Umdrehen und zurück. Es war das Falsche. Wieder zurück zum Korb. Sehr gut. Oh, Geradeaus. Du läufst ganz toll. Weiter, weiter. Schneller, Patrick. Sehr gut. Jetzt links und geradeaus. Da kommt der Korb wieder. Noch ein bisschen, noch 1 Meter vor. Und jetzt was anderes rausholen. Du musst was zum Essen finden. Hab ich! Warte mal, Marco kann wahrscheinlich nicht. Was Flaches. Such was Flaches. Was Rundes? Das ist alles Etwas rund! Rundes. Ja, sieht gut aus. Marco! Und geradeaus. Marco, geradeaus, kannst du Geräusche machen? Wenn das richtig ist, zweimal klopfen! Ich glaube, es ist ein Apfel. Kein Apfel. Patrick, kein Apfel. Zitrone! Eine Zitrone? Nee, auch nicht. Auch nicht. Zwiebel! Nee, auch nicht. Noch was Neues. Kartoffel! Boah, was ist das? Ja? Gut? Ja, das ist richtig, Patrick. Und jetzt geradeaus. Schnellen Schrittes. Sehr gut. Ich kann nicht schneller, sonst hau ich mich hin! Da sind keine Löcher im Boden. Vielleicht. Gleich bist du wieder auf dem Weg. Schneller. Sehr gut. Schlusssprint. Woo. Nice. Yes! Woo. Kartoffel! War's das? Nein, wir müssen jetzt noch tanzen. Was? Ja, Der Kartoffel denn! Keine Ahnung. Tanz jetzt! Und warum musste ich die essen? Nein! Ich wollte die essen. Ja, warum kommt man auf die Idee zu sagen, du musst die essen? Naja, ich dachte, ich weiß ja nicht, was in dem Korb war, deswegen habe ich irgendwas zu essen. geil. So, jetzt tanzen. Los, den Kartoffel denn. Woher, was? Woher wissen wir das? Das stand auf dem Brief drauf. Oh, toll. Hä, bei mir stand nichts. Aber bei mir stand es drauf. Hä? Wie geht das? Ist das der Kartoffel? Das für ein Quatsch. Kartoffel! Brombeere! Los, Leute, Wenn man ein Granatapfel ist. Johannes, Genau, Tobias. ich vermute, wir haben uns da wieder einen kleinen Running Gag erlaubt. Kann das sein? Ja, denn nur das Team, Patrick, Katharina und Marco, hat die extra Aufgabe bekommen, noch den kleinen Tanz zu machen, weil wir es lustig fanden. Ja.
Genial, alles zu meinem Amüsement. Das freut mich natürlich immer sehr. Die Aufgabe war jetzt dann am Ende die Kartoffel dahin zu bringen oder... Ich wusste ja nicht, was noch in dem Korb ist. Es hätten ja auch Sachen drin sein können, die nicht zu essen waren. Und ich bin froh, dass ich den Granatapfel genommen habe und nicht die Zwiebel. Ich lobe auf jeden Fall von allen Teams den Einsatz. Auch vielen Dank an unseren Gaststar der heutigen Teamtask. Johannes, wie sind die Fakten? Wer war da jetzt schneller? Ich habe da einen Verdacht. Also, Louis, Jan und Saskia haben zusammen 8 Minuten und 8 Sekunden gebraucht. Und Patrick, Katharina und Marco mussten ja zweimal laufen und dementsprechend 10 Minuten 31. Aber dafür haben sie auch den Tanz gemacht. Dafür haben sie den Tanz gemacht und ich werde das natürlich auch gebührend honorieren. Ich gebe erstmal an unser Gewinnerteam, an Louis und Jan, dann, weil Saskia ja keine Punkte bekommen kann, jeweils 5 Punkte. Das habt ihr außerordentlich gut gemacht und lobe da natürlich auch wieder die Idee dahinter. An Patrick und Katharina möchte ich dann an Katharina und Marco möchte ich jeweils 3 Punkte vergeben und einen Extrapunkt, insgesamt 4 Punkte bekommt dann noch der Patrick, weil er die Granatapfel gegessen hat und ich das lustig fand. Sehr schön. Danke. Gut gemacht. Ich freue mich schon auf den nächsten Task. Was kannst du mir darüber erzählen? Ja, bei Taskmaster scheuen wir uns nicht, auch Kinderarbeit einzusetzen. Und deswegen haben wir eine kleine Kinderüberraschung für euch. Das ist jetzt kreativ. Ja, ist doch deine Stärke. Mit Kameras, ja. Wisst ihr, was eins meiner meistgehassten Fächer war? Kann ich? Male den Taskmaster. Jetzt musste ich wieder kurz überlegen, dass du nicht der Taskmaster bist. Dein Bild soll aussehen... Dass der Taskmaster denkt, es sei von einem Kindergartenkind gemalt. Das ist nicht schwer, das kriege ich so hin. Dein Bild wird mit dem Bild eines Kindergartenkindes verglichen. Bestes Bild, das den Taskmaster austrickst, gewinnt. Du hast 10 Minuten. Das Kind hat auch 10 Minuten. Deine Zeit beginnt jetzt. Hast du Ahnung von Kindergartenkindern? Privat habe ich eher weniger Kontakt zu Kindergartenkindern. Ich habe 40 Cousins und Cousinen. Ich habe alle durchs Kindergartenalter begleitet, weil ich der Älteste bin. Immer. Bei uns im Haus wohnt eine Frau, die macht Kunsttherapie und die sagt, es könnte genau sein, was ich brauche. Na dann. Ich habe letztens mit einem Kindergartenkind gemalt. Warst du öfter mit Kindergartenkindern? Nee, das war eine Ausnahme. Ich mag Kinder eigentlich nicht. Das ist nämlich ganz einfach, weil ich denke eh schon wie ein Kindergartenkind. Wie denkst du, Kindergartenkind? Grün. Das ist nicht so der Aufgabenbereich. Nee. Ja, vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück. Und das ist ein sehr begabtes Kind. Ich muss mir jetzt zugeben, dass es nicht doch zu gut aussieht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ziemlich gut malen kann, aber... Bin ich gewohnt, dass Männer so krass lächeln. Also ich meine, das Kind meint jetzt keine Mona Lisa. Wer weiß. Also hoffe ich, ansonsten ist das Kind auf jeden Fall schlauer als ich. Boah, jetzt kriegt auch natürlich noch meine Farbblindheit. Warum male ich jetzt auf einmal so gut? Willst du mich verarschen? Ich weiß halt nicht, wenn Kinder sich mehr Zeit lassen, ob es dann besser oder schlimmer wird. Ich will nicht mehr malen. Ja, dann aufhören. Wie alt ist das Kindergartenkind? Das ist halt Kindergartenkind. Ja, ich glaube, ich bin fertig. Ich glaube, das lassen wir so. Du hättest noch 6 Minuten Zeit. Ja, nee, das... ich glaube, dann verringere ich nur meine Chancen, dass man wirklich glaubt, dass es vielleicht ein Kindergartenkind ist. Das ist eindeutig. Eindeutig ein Kind, ja. Ich bin froh, dass ihr diese Aufgabe mit dem Kindergartenkind gemacht habt und nicht, als hätte ich das schon mal gemacht. Eine gelungene Kinderüberraschung. Das heißt, wir werden jetzt wieder Fotos von mir sehen, wo ich verunglimpft wurde. Wir haben immer das Original zuerst. Ja. Und ja, so dieses Bild wurde uns natürlich auch zur Verfügung gestellt von Smart Sessels. Danke. Und jetzt wirst du 2 Bilder sehen. Eins von denen wurde von Patrick gemalt, das andere von einem Kindergartenkind. Und du musst jetzt entscheiden, welches der Bilder Patrick gemalt hat. Okay. Ich würde sagen, das sind beides überdurchschnittlich gute Meisterwerke. Ich bin gut getroffen.
Das Zeichnen einer Sonne oben rechts in der Ecke, wo eigentlich keine Sonne ist für mich ein Hinweis, dass das vom Kindergartenkind ist. Korrekt. Yay! Du konntest mich leider nicht überlisten, Patrick. Genau. Und ich muss tatsächlich sagen, die bessere Zeichnung hat das Kindergartenkind. Ja, ich denke mir auch, what the fuck, was ist das für ein Kindergartenkind? Aber Fröbel, Kindergartenkind. Ich möchte anmerken, das Kind hat ganz dezent auf den Adamsapfel verwiesen. Er hat gesagt, er hat da den Knubbel. Ja, nee, schön gemacht, sehr gut, ja. Ja, Bild Nummer 2. Die Verfassung, in der ich mich in diesem Bild befand, war desolat. Jetzt musst du Louis erraten. Das sind schon wieder 2 Bilder, die verdächtig gut sind. Ich finde, beide Bilder sind sehr gut getroffen, ja? Aber ich habe hier den Verdacht, ein Kindergartenkind würde größere Figuren zeichnen, weil die motorischen Fähigkeiten ja nun mal nicht ganz so sind. Aber das ist auch nicht so weit vom Rechten. Ich sage, links ist das Kindergartenkind, rechts ist Louis. Links ist Kindergartenkind. Ja, das habe ich gesagt. Ja, damit konnte auch Louis' desolate Zeichnung den Taskmaster nicht überlisten. Schauen wir mal, ob Jan es vielleicht kann. warum war eigentlich mein Kind Pablo Picasso klein? Mir gefällt der impressionistische Ansatz hier. Mir gefällt auch dieser leichte Muppet-Stil, der rechts da getroffen wurde. Jan, würdest du dich als guten Künstler bezeichnen? Nee. Da ist schon wieder der Adamsapfel gezeichnet. Kann das sein? Dadurch, dass du im Video eher gesagt hast, dass du es nicht weiter verbessern möchtest, weil man dann denkt, es könnte dann zu auffällig sein, sage ich, dass das linke Bild von dir ist und das rechte von einem Kindergartenkind, was sich Mühe gegeben hat. Das ist falsch. Du hast die Sonne gemalt, du bist so klug. Du bist so klug. Man beachte die Sonne. Ja, gefällt mir gut. Auch das ist ein sehr schönes Bild. Ja. Jetzt wollen wir Marco erraten. Marco, okay. Marco. Ja. Würdest du dich als guten Künstler bezeichnen? Nicht im bildlichen Bereich. Ja, okay. Würdest du das Kindergartenkind als guten Künstler bezeichnen? Ich verweigere die Aussagen. Ich würde sagen, dass das Bild relativ viele Details enthielt, die weggelassen werden könnten von einem Kindergartenkind, was sich versucht, aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ich würde sagen, das linke ist von Marco, das rechte ist von einem Kindergartenkind. Das ist korrekt. Katharina, okay. War nichts falsch, Juna killt dich. Ich mag die Kartoffelisierung auf der rechten Seite von meiner Wenigkeit. Sehr schöne Komposition, ja, durchaus. Aber der rote Bart wurde getroffen. Der rote Bart wurde getroffen. Katharina hat sehr viele Farben eingesetzt, würde ich mal behaupten. Denn ich denke, auch hier, das linke Bild dürfte von Katharina sein, das rechte vom Kindergartenkind. Da fehlt mir ein wenig die Ausformulierung einiger meiner Key-Features, würde ich jetzt behaupten. Liege ich damit Damit richtig? liegst du korrekt. Der fehlende Adamsapfel hat dich vielleicht verraten. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das heißt, gemäß meiner Liste konnte mich nur eine einzige Person überlisten und das war entsprechend Jan. Du darfst natürlich immer auch noch die Bilder so bewerten, wenn du möchtest. Ja. Entsprechend, ob du da noch echt Bonuspunkte für vergeben möchtest. Ja, das werde ich. Können wir noch mal einen Vergleich von diesen ganzen Kinderbildern haben und dass ich gegen fucking Picasso angetreten bin? Ich würde erst mal sagen, der Task wurde nur von einer Person erfüllt. Das ist Jan. Der ist der Einzige, der es geschafft hat, mich zu überlisten. Das heißt, hier vergeben wir schon mal direkt 5 Punkte an Jan. Und dann möchte ich noch jeweils Bonuspunkte verteilen. Und zwar an Marco, der einen sehr, sehr schönen, der hat die gesamte Leinwand benutzt. Das ist Ressourcen einsparen, das finde ich gut. Katharina soll auch noch einen Punkt bekommen, weil sie hat dieses Lego-Teil so schön nachgebildet. Und der Rest ist Rotz. Ja, damit haben wir das auch. Ein schöner Task. Vielen Dank für die schönen Bilder. 5 Punkte für Jan, 1 Punkt für Katharina und 1 Punkt für Marco. Oh, okay.
Es bleibt spannend, alles klar. Gut, Johannes. Tobias. Benny. Mit diesem geistreichen Kommentar wollte ich nur kurz feststellen, dass wir uns ja so langsam aber sicher unserem letzten Tag, und zwar dem Live-Task, nähern. Allerdings, glaube ich, davor erwartet uns noch ein weiterer Task, Ja, oder? und zwar eine Task über eine Task. Die Task gibt die Task, eine Task zu geben an den Assistenten des Taskmasters. Stelle Johannes eine Task. Beste Task gewinnt. Du hast 20 Minuten, deine Task zu planen und vorzubereiten. Deine Zeit beginnt. Deine Zeit beginnt jetzt. Johannes, mach mir doch mal eine Bollo in 20. Oder einen schönen Kaipi oder so. Nee. Wenn du möchtest. Versende das dir auf, wenn das die Task ist. Also alles in der Bude kann ich benutzen. Ist das eine indirekte Anfechtung meiner Position in diesem Dualismus, den wir hier haben? Auf gar keinen Fall. Also es ist ja nur mal, dass ich auch mal eine Task machen darf. So, weil ich bin in deinem Namen stelle ich ja die Tasks immer für die Kandidaten. Okay. Und ich selbst habe ja nie die Chance, das auch mal auf der Seite zu erleben. Dann lassen wir das mal so durchgehen. Okay, alles klar. Genau, man hatte Zeit, sich vorzubereiten, sich Gedanken zu machen. Und wir zeigen mal zuerst die zwei kreativen Köpfe, Patrick und Jan. Ja, muss ein bisschen laufen, Felix. Was darf denn alles kaputt gehen, Felix? Nehmen wir mal. Und ein Kugelschreiber. Wie sehr magst du deine Instrumente? Sagst du jetzt alle Sachen einzeln? Ja. Ja, ich weiß nicht, woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Ordne Felix Prüfung alphabetisch ein. Ich habe konfuse Gedanken, aber... Kann ich die dann auch mit dir besprechen, ohne dass Johannes das mitkriegt? Ja. Soll ich rausgehen? Eine leere Flasche wäre vielleicht ganz gut. Brauchen wir den fruchtigen Werner. Oh, Kartoffeln mit dazu? Ich bräuchte meine Tomate nochmal. Können wir nochmal? Ja, was sagen die Tomate? Ich glaube, wir machen das mit den Instrumenten. Einen leeren Zettel bräuchte ich. Seid ihr soweit? Okay, hallo. Willkommen bei Taskmaster. Darf ich setzen? Ja klar, deine Task ist da. Du darfst die gerne aufmachen und schon lesen. Musik ist der Schlüssel. Du hast 10 Minuten Zeit, aus Gegenständen, die du in diesem Zimmer findest, ein Instrument nachzubauen. Gitarre oder Geige, keine Trommel oder Drums. Es darf für den Bau kein Instrument oder etwas, was wie ein Instrument aussieht, benutzt werden. Sollte mit dem Bau fertig bist, musst du ein Instrument spielen oder so tun, als würdest du es spielen. Deine Zeit beginnt jetzt. Also, ich soll ein Porträt von Jan machen. Es soll dreifarbig sein, wobei als Farben auch Gegenstände zählen. Okay, ich darf den Kugelschreiber benutzen, aber ich darf ihn nicht so in der Hand halten, aber ich darf ihn mit anderen Gegenständen benutzen. Ich darf den Kugelschreiber nicht zusammenbauen. Ich habe 12 Minuten Zeit. 12 Minuten. Ich würde sagen, wir können zumindest irgendwas Richtung Gitarre bauen. Da Trommeldrum, ich glaube, ich würde sagen, das ist schon mal. Also meine Idee ist natürlich, diesen Kugelschreiber so da rein. Dann haben wir schon mal die erste Möglichkeit. Das Laserschwert. Sonic Screwdriver, Sonic Screwdriver, ja. Oh. Dr. Who und ich sind noch keine Taskmaster. Ich sage, so eine Gurke ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, eine Farbe darzustellen. Stecknadelköpfe sind auch Farben. Schon mal ein Geräusch, schon mal gut. Muss es ein echtes Instrument sein? Alles, was du wissen musst, steht in der Task. Vielleicht hast du auch Heterochromie, hast dementsprechend ein rotes Auge. Ja, Hier mache ich den. Also da oben. Hätte man noch den Zusatz machen müssen, wenn du was kaputt machst, ist die Task gescheitert. Sieht schon mal ganz geil aus. Als ein klassisches Instrument. Mhm. Ne? Instrument, nicht Waffe. Nicht dasselbe? Ja, Schon. genau so ein Kartoffelverpackung. Genau. Deutsche Kartoffel. Ja, eben.
Bisschen kleiner vielleicht. Ein Stückchen. Jetzt brauche ich irgendwas, was so ein bisschen den Korpus darstellt. Ich glaube, dieser Fahrradhelm könnte da vielleicht in die Richtung gehen. Das war eine gute Idee. Wir wollen ja auch deine Kreativität sehen. Ne? Kein Problem, du hast noch 6 Minuten Zeit. Alle Zeit der Welt. Das ist meine Gitarre. Das trifft sich doch sehr. Bist du fertig, deiner Meinung nach? Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, einmal Pause und dann nochmal. Ja, nochmal Vergleichsfoto. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Ja, perfekt. Ich würde sagen, ist geschafft. Du hast noch 5 Minuten 10 gehabt. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Das waren ein paar gute Aufgaben. Wie hast du dich dabei gefühlt, als du die ausführen musstest? Es war eine sehr spannende Wahrnehmung, mal auf der anderen Seite zu sitzen und auch zu merken, wie man dann auch gegängelt wird mit alles, was du wissen musst, steht in der Task. Ich kann es verstehen. Ja, doch. Ja. Wen haben wir noch? Jetzt, ja, Katharina hatte einen ganz anderen Blick auf die Umgebung und deswegen zeigen wir jetzt Katharina. Okay. Ja, genau. Okay. Okay. Ja. Ja. Okay. Gut, dann Johannes, geh du doch mal irgendwo hin, wo du nichts hören kannst. Ich will, dass er so möglichst viele Glas- und so Spiegelflächen reinigt. Dann kann er dir auch was Gutes tun. Diese 2 Dinge. Auch bitter für mich. Das ist die Idee, die du in meiner Wohnung kriegst. Für mein Kreativitätslevel ist das schon fantastisch. Willkommen, Johannes. Dankeschön, Katharina. Vorlesen. Johannes, putze so viele Display- und Glasflächen in Felix' Wohnung wie möglich. Bilder vom Taskmaster geben doppelte Punktzeit. Alles, was du dafür brauchst, befindet sich unter der Decke und dem Tisch. Happy Cleaning. Du hast 5 Minuten Zeit. Beginne jetzt. Ist Felix' Wohnung so dreckig oder was ist der Grund? Ich dachte, wir können dem Assistenten mal was Gutes tun. Dem Assistenten des Assistenten. Herr Taskmaster. Oh, sieht der fresh aus. Ja, Fresh Tobi. Wunderschön. So. Aber die müssen dann schon auch wieder an den Platz, ne? Hast du das war nicht Teil der Task? Oh, okay, wir haben schon wieder einen Haufen aus Fernsehern und Bildschirmen. Spannung konnte ich jetzt, aber ich habe Lachmuskelkater, ich freue mich. Ich hoffe, es ist okay, Felix. Also die PC-Monitore sind dreckiger als die ganzen. Okay. Ja, ich sehe, die könnten wirklich öfter geputzt werden, aber ich kenne das. Hier ist noch ein Telefon, ist auch dreckig. Ja, so. Das war schon mal gut. Mein eigenes Handy. Mein Handy. Haben wir auch trocken. Jetzt meine Uhr noch putzen. Natürlich. Felix Uhr putzen. Sehr gut. In den letzten Sekunden wischen wir über sein Sie Gesicht. waren ein sehr unartiger Tag. Fantastisch. So. Sehr gut, das war's. Wundervoll. Vielen Dank. Gut gemacht. Jetzt noch die Kamera putzen können. Ja, das ist aber... Sehr gut. Gut gemacht. So, ich habe 1, 2, 3 Bilder geputzt. Ich habe Das sind auf jeden Fall schon mal 6 Punkte. Dann habe ich 3 Handys geputzt, sind 9. 2 PC-Bildschirme sind 11. 2 Uhren. Und ein Tobi-Gesicht, genau. Also 15 Punkte. Großartig. Wundervoll. Ja. Natürlich stark, dass Katharina auch direkt eine eigene Punkteskala mit in ihren Task eingearbeitet hat. Das erleichtert mir das natürlich dann auch. Also Und Tobi doppelt zählt. vielleicht können wir da in Zukunft noch mal tauschen, wenn du möchtest. Taskmasterin. Ja, vielleicht. Wir wollen ja mit der Zeit gehen. Wen haben wir noch übrig? Für die nächste Task hat sich unser großes, vielseitiges Editing-Team, also Felix. Ein Applaus für Felix.
Nochmal so richtig ins Zeug gelegt und ein bisschen künstliche Intelligenz als Unterstützung bekommen. Scheint ja schon sehr schnell zu sein. Du hast noch weiterhin 17 Minuten. Ja, ich weiß schon, was ich mache. Darf ich eine Unterhose von dir haben? Hast du deine Ukulele irgendwo? Ich habe noch eine Idee, aber ich weiß nicht, ob es Ellie so cool findet. Mr. Johannes? Ja. Es ist angerichtet. Setzen Sie sich. Johannes, schreibe eine Abenteuerkurzgeschichte mit dir und Felix in den Hauptrollen. Du müssen alle Gegenstände, die vor dir auf dem Tisch liegen, außer deinem Laptop, in der Geschichte vorkommen. Ich denke, das Glas wahrscheinlich auch nicht. Du hast 10 Minuten Zeit. Die Zeit beginnt. Du kannst nicht meine Tricks gegen mich verwenden. Wir haben eine kleine Gitarre. Das ist eine spannende Geschichte. Sehr spannend. So. Die letzte Minute ist angebrochen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ende. Das waren immer meine Lieblingsdeutsch-Tasks. In der Deutschunterricht freie Schreiben, so Geschichten schreiben. Okay, meine Geschichte. Es war ein lauwarmer Sommermorgen. Felix stand in seiner Unterhose in der Tür und wartete darauf, dass sein Reiskochbeutel endlich kochte. Plötzlich tauchte ein DeLorean vor ihm auf. Johannes stieg aus und rief: Felix, steig ein, wir müssen deine Zukunft retten. Felix hatte nicht mehr Zeit, sich anzuziehen und lief wie besprochen in seiner Unterhose rum. Er stieg ein. Er hielt mit 66 Meilenmotor und raste der DeLorean in die Zukunft. Angekommen im Jahr 2058. Die Welt hatte sich verändert. Was muss ich eigentlich tun? Fragte Felix. Nun, antwortete Johannes, wenn du nicht aufpasst, wird dir heute auf dem Klo etwas Schlimmes passieren. So schlimm, dass das Raumzeitkontinuum aus den Fugen gerät. Oha! Und zwar wird dir das Klopapier ausgehen. Stattdessen wirst du deinen Schallschraubenzieher, in der Zukunft hat jeder einen geben. Du musst dafür sorgen, dass dein Zukunfts-Ich Klopapier bekommt. Johannes drückte Felix eine Rolle Klopapier in die Hand und einen gewichteten Begleiterkubus. Felix rannte in sein Haus, wohl wissend, dass er von niemandem gesehen werden durfte. Er nahm den Begleiterkubus und schlug die Tür zum Klo ein und stellte das Klopapier hin. Zukunftsfelix sah ihn nicht und spielte Gitarre auf dem Klo. Ende. Sehr schön. Ja, das ist eine schöne Abenteuergeschichte. Es ist sehr abenteuerlich, was Felix so in der Zukunft macht in der Unterhose. Ja, das war abenteuerlich, ja, möchte ich auch sagen. Dann fehlt noch einer. Ja, und wie immer, wenn ein Kandidat noch fehlt, stellt man sich eigentlich die Frage, warum. Und Marco hat sich nicht nur auf die Wohnung beschränkt, sondern auch den Keller mit einbezogen. Aber zeigen wir mal zuerst die Aufgabenstellung. Was ist eigentlich dein Lieblingsfilm? Ich finde das irgendwie gut gemacht. Nicht lineare Erzählweise. Können wir mal kurz in den Keller gehen? Klar. Jetzt habe ich die Idee, dass der Johannes die Kellerszene aus nachfinden soll. Möglichst detailgetreu, sodass man erkennen soll, dass es wie sie da mit dem Vergewaltiger. Ja. Und er macht es dann wie er möchte. Mhm. Okay. Ja. Ich bin vorsichtig begeistert und freue mich auf was auch immer dabei rausgekommen ist. Ich möchte betonen, dass ich nur nach meinem Lieblingsfilm gefragt worden ist und dann jegliche weitere Instanzen von, welche Szene ich aus meinem Lieblingsfilm darstellen soll, von Marco entsprechend kam. Ja, okay. Aber ja, es geht natürlich jetzt darum, den Film zu erraten. Und natürlich kann das Publikum auch mitraten. Und du kannst mal erstmal gucken, ob du denkst, so, ob du das erkennst. Aber schauen wir mal. Film ab.
Wie lange hat die Postproduktion an den Laserschwerteffekten gesessen? 2,5 Tage. Stark, sehr stark, sehr, sehr gut. Das waren, glaube ich, alle, richtig? Ja. Ja? Hast du dir das überlegt, welcher Film das denn sein könnte? Ich würde mal das Publikum kurz fragen, ihr könnt ja mal auf die 1 alle zusammen reinrufen, was es denn sein könnte, ja? Und zwar auf mein Zeichen, 3, 2, 1. Pulp Fiction! Das war auch mein Guess. Das ist korrekt. Schon mal große Props an die Kandidaten, die haben da alle einfach sehr interessante Tasks gemacht. Also ich würde mal oben anfangen. Ich bin der festen Meinung, dass der Film, der da entstanden ist, durchaus diese Trophäe verdient hat. Die Idee ist gut, die Umsetzung ist aber noch viel besser. Und da ist sehr viel Liebe zum Detail drin, großartige Schauspieler, Emotionen drin. Marco, das sind 5 Punkte, die hast du dir verdient. Ich möchte gerne 4 Punkte an Katharina und an Louis geben. Sowohl die Kurzgeschichte als auch die Idee, einfach mal ein bisschen sauber zu machen, ein bisschen klar Schiff machen. Genial, einfach, kriegen jeweils 4 Punkte. Super. 3 Punkte gebe ich jeweils an Patrick und Jan. Ein wenig schwächer in der Ausführung letzten Endes, aber mit simplen Mitteln viel erreicht. Gut gemacht. Aber eine Task bleibt uns, glaube ich, noch. Wer soll die Live-Task vorlesen? Katharina, bitte. Überzeuge den Taskmaster, dass du 5 Punkte verdienst. Du musst eine der vorgeschlagenen Methoden auf den Zetteln verwenden. Wenn du dran warst, musst du deinen Zettel auf die Zettelablage legen. Der am wenigsten überzeugende Teilnehmer jede Runde scheidet aus. Du hast 15 Sekunden pro Runde. Der letzte überlebende Teilnehmende gewinnt. Also kein Zettel darf ein weiteres Mal benutzt werden. Deine Zeit beginnt, sobald du den Zettel nimmst. Könntest du mir bitte 5 Punkte geben? Bitte. Okay. Oh Gott, bitte gib mir diese letzten 5 Punkte. Ich brauche sie dringend. Das war verzweifelt auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, alles klar. Mein Süßer, wir kennen uns jetzt schon so lange, ne? Und ganz ehrlich, ich habe so viel für dich getan, auch letzte Nacht. Die 5 Punkte, ne? Die teilen wir uns später. Okay, ja, alles klar. Ist da Wasser drin? Ja. Oh Gott. Was kommt jetzt? Ich hätte gern 5 Punkte, bitte.
Stark. Also egal, ob ich 1 oder 5 kriege, ich habe gewonnen. Ist schwierig, haben mir alle gut gefallen, weil ihr alle etwas Gutes gewählt habt, aber ich würde dann tatsächlich sagen, du bist mir den ganzen Abend, bist du mir schon aufgefallen mit deiner cocky Art hier und ich denke, ich schiebe dem jetzt den Riegel vor, weil A ist das, was du gesagt hast, leider wahr, und B, jetzt erst recht raus mit dir. Du kriegst keine Punkte von mir. Herr Tobias Morzefer, bitte geben Sie mir 5 Punkte auf mein Konto. Eine Ode an den Hörnerv, fantastisch. Ihr könnt ruhig eure Füße auf mir abstellen. Sehr gut. Angenehm. Das ist schön. Ja, Dankeschön. Tobi, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Du weißt, ich habe Fotos von der Geschichte letzte Nacht und ich bin sehr geneigt, diese Fotos Saskia zu zeigen, wenn du mir nicht diese 5 Punkte gibst. Und es wird ihr nicht gefallen, das sage ich dir. Was haben wir da drauf stehen genau? Eindeutig. Ah, oh, stark. Ja, okay. Ja. Wieder schwer, wieder schwierig. Ich muss leider Marco feuern, weil der Song, der dahinter steht, ja, es war ein Callback, aber ich habe meinen Namen da einfach eben schon zu oft gehört und einen muss ich feuern und deswegen nehme ich diese Schikane als Anlass, dich zu feuern. Es tut mir wirklich leid, aber einer muss raus. Ein ganzer Abend im Meltdown. Getränke. Für dich, ja, also für dich. Stark. Hello, my friend. You're from Germany, I think. I've got super sunglasses for you. Just for you, my friend. 5 points. Und vorbei. Macht es mir leider alle nicht leichter. Von Jans Fremdsprachenkünsten bin ich natürlich beeindruckt. Patrick überzeugt natürlich auf ganzer Linie. Das ist ein Angebot, das kann ich nicht ablehnen. Ich sage, mir wird ungern gedroht. Deswegen würde ich höchstwahrscheinlich an dieser Stelle Katharina dann raus. Also die 5 Punkte, das war schon schön. So. Ja. Wäre schon schön. Okay, ja, okay. Popias. Piepempuns. Hoa. Pacht. Poin. Paare. 5 Pumpe. Vorbei. Flammend. Was soll ich sagen, meine Damen und Herren? Der Tag nähert sich dem Ende zu und wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und ich sage es ganz ehrlich, das Plädoyer habe ich nicht ganz verstanden, was du mir rüberbringen wolltest. Es war sehr flammend, aber es war unverständlich für mich. Deswegen als zukünftiger Hundebesitzer sind es die Hundeaugen. Patrick, du bekommst von mir 5 Punkte.
haben wir einen Gewinner der Bohnen. Ja, damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank an alle, die hier mitorganisiert haben, die sich das wieder mal konzeptionell ausgedacht haben. Das sind dann, wie gesagt, hauptsächlich Felix und Johannes, die hier unfassbar viel Arbeit reingesteckt haben in diese ganze Nummer. Dafür nochmal einen fetten Applaus. Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben, an Kamera, an Equipment, Kai und Benny, die hier heute auch schon ganz viel rumgelaufen sind. Vielen Dank an Saskia als Gastauftritt und natürlich ein ganz herzliches Dankeschön an unsere 5 wunderbaren Kandidaten. Meine Damen und Herren, das war Taskmaster Staffel 2 und wenn Sie uns treu bleiben, sehen wir uns bei der nächsten Staffel wieder, wenn es wieder heißt Taskmaster. Tobias Mozzifer, Mozzifer. Tobias Mozzifer, Mozzifer. Guten Morgen aus dem Beethoven-Park in Köln. Das Wetter ist fantastisch, ein paar Wolken am Himmel, aber die sollten uns nicht weiter stören. Ich bin heute hier mit Jan Rotzek und Philipp Ludwig zusammen im Taskmaster-Team und wir werden eine kleine Aufgabe lösen, die wir von Johannes und Felix gestellt bekommen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das gut machen werden. Vielleicht kann ich ein Lied singen? Nee, das habe ich letztes Mal schon gemacht. Besser nicht. Vielleicht hört man auch nichts. Ich habe die Karte mit dem König gezogen, deswegen habe ich den Umschlag mit dem K. Spannende Infos aus dem Beethoven-Park mit Saskia. Ich wollte ja schon immer was moderieren, aber ich glaube, ich bin da nicht so begabt drin, stelle ich gerade fest. Mir fällt nämlich gar nichts ein. Ja, viele Hunde, Big Floofers, Small Floofers sind hier unterwegs. Subwoofers, habe ich auch einen gesehen. Teeny Tiny Papas habe ich auch gesehen. Da hinten war so ein Chicken Nugget Dog, sehr süß. Kein Burnt Chicken Nugget, ein frisches Chicken Nugget. Ja, Hunde sind mein Ding, merkt man. Kann ich gut auseinanderhalten. Hier auf der Wiese wachsen viele Disteln. Disteln habe ich das erste Mal, glaube ich, Berührungspunkte mit gehabt in der ersten Bibi Blocksberg Kassettenfolge. Da waren Disteln am Strand, glaube ich, die sie entweder hingehext oder weggehext hat. Ich weiß es nicht mehr so genau. Philipp winkt mir gerade, ich winke zurück. Ja, und damit dachte ich, ja, damit habe ich Disteln kennengelernt, noch bevor ich, glaube ich, auf welche im echten Leben getroffen bin. Man hört vielleicht ein lautes Flugzeug über mir. Seit ich Oppenheimer und Tschernobyl geguckt habe, rechne ich ja jeden Moment damit, dass wir hier angegriffen werden und ja, wir von Strahlung sehr stört werden. Das war nicht das Wort, was ich gesucht habe. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass Felix sich das alles, was ich gerade erzähle, nicht anhören wird. Aber ich erzähle etwas.
Ich sehe jetzt, dass Philipp gerade seine Task öffnen darf und sie vorliest, glaube ich. Er hat auf jeden Fall eine Brille auf dem Kopf. Ich gehe davon aus, da wir 3 Leute sind, dass es irgendwie dieses Emoji mit den Affen sein könnte. Einer von uns sieht nichts, der andere hört nichts und der dritte darf nicht reden. Deswegen haben Philipp und ich auch die guten Mikros bekommen, weil wir beide reden dürfen, denke ich, und Jan nicht. Jan hat zwar auch eine Sonnenbrille auf, das liegt aber daran, dass er gestern auf der Netflix-Party war und leicht verkatert ist. Ja. Smart. Smart Sessels am Start. Also falls Felix, falls du dir das anhörst, mach doch eine kleine Sonderfolge mit meinen coolen Erzählungen. Yeah. Okay. Es geht jetzt los. Ich lese meine Task. König K. Ich hoffe, oh, wer von den anderen hatte die denn in den Ohren? Ich höre Musik. Ach, das ist vor den Kopfhörern. Okay, erstmal die. Oh, sind die ekelig. Hätten wir mal neue kaufen können. Wer weiß, wer die schon in den Ohren hatte. Ah ne, es fehlen auch ein paar. Vielleicht sind die von dem anderen Team gar nicht drin. Naja, okay, die sind jetzt so halb drin. Der eine geht nicht immer. Moment, der eine geht nicht ganz rein. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera zu sehen ist, aber es klappt nicht so richtig. Der eine wird mir auf jeden Fall rausfallen. Aber jetzt setze ich erstmal die Kopfhörer drüber auf. Ich ändere nichts an den Einstellungen. Die sind nur viel zu groß. So, hier läuft Country-Musik. Country. Okay, jetzt lese ich weiter. Ich kenne den Song nicht, aber... No matter what the weather, we're together ist der Text. Finde ich ganz süß. Es fühlt sich so ein bisschen an wie der Song aus Robin Hood. Robin Hood in ja. So, und jetzt bleibe ich hier stehen. Guten Morgen. Morgen. Ich vertraue ja eigentlich sehr auf meine Ohren. Deswegen weiß ich nicht, was jetzt passieren wird. Aber immerhin sehe ich was und sehen ist mir auch wichtig. Also mir sind eigentlich alle Sinne wichtig. Irgendwas passiert bei Philipp, aber